Sie tanzt wieder und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Als ich abgespeichert habe, habe ich nämlich währenddessen einfach mal versucht, sie anzufassen. Und das war im Endeffekt das, was wir mit ihr anstellen müssen, glaube ich. Es passiert zumindest was. Baby, I love the way you move. Madame Lorelei winks knowingly at Gabriel and twitches her hips. Yep, she wants me. Wie er das so sagt. Aber seht ihr, die hat jetzt da ihr Tuch oder was auch immer das ist, hat sie jetzt rausgeholt und lässt es fallen. Und das Beste überhaupt, sie geht einfach weg. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass sie ihr Tuch hat fallen lassen. What the hell? Und damit heiße ich euch natürlich auch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Ach, das ist ein Schleier. It's a silken veil. Ah, nimm es. Nimm es an dich. So, also entweder können wir es ihr zurückgeben, haben dann so einen Gefallen und kriegen eine gratis aus der Handlesung, oder damit können wir noch irgendwas machen. Ich gucke mir den erstmal näher an. The veil belongs to the fortune teller. It's covered with shiny, iridescent sequins. Okay. Oh, den können wir auch uns auch näher Gabriel angucken. examines the veil with the magnifying glass. The fortune teller's veil is studded with sequins. Ja, aber ich sehe da noch was anderes. The sequins look a little strange. Why, it's a snake scale. Ja, von ihrer Schlange, ne? Gabriel carefully uses the tweezers to remove the snake scale from the veil. Ah, das ist nicht so eine, wie wir sie jetzt gefunden haben. Kann man die kombinieren? Ja, die kann man kombinieren, The ne? iridescent scale is hued olive green. It doesn't seem to match the scale from Lake Pontchartrain. Okay, ist also nicht die richtige Schuppe. War hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Geben wir einfach mal den Schal zurück. Wie geil das eben aussah. I think this veil belongs to you. Oh, my veil! I'm always losing those things. You have no idea. Well, darling, you're such a sweetie to return a lady's delicates, and so handsome as well. Well, And since you have such a clear interest in fortune-telling, let me see your hands. They look so strong. Perhaps they will make both our fortunes clear, no? I wish something would. Strong, yes, and yet so delicate and flexible. You don't know the half of it. Oh, good. I see a mysterious woman in your immediate future. Madame Lorelei winks at Gabriel knowingly. She is a dangerous one, dark and beautiful. Oh, I see the road of your life forking, and very soon. The blood drains from Madame Lorelei's face in an instant. Sweat beads on her upper lip. Are you okay? There are forces. Oh God, beware! Beware! What is it about me lately? Naja, Gabriel, du hast schon mal die Macht, in der Luft zu sitzen. Das ist doch schon genug. Aber es ist sehr beruhigend, wenn die Wahrsagerin wegrennt, ne? Ja. Können wir da irgendwie hinterher? Sehr schön. Ich habe das jetzt zwar, aber ich weiß hier immer noch nicht weiter. Ich weiß echt immer noch nicht weiter. Wie mache ich das mit dieser blöden Kuh? Mit der Hundebesitzerin. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ja auch nichts bei mir, was ich irgendwie nutzen könnte. Gehen wir doch zur Polizei. Vielleicht hilft mir das ja was. Ich bezweifle zwar, dass es mir irgendwie hilft, aber man kann ja immer noch hoffen, ne? Hier
sehe ich jedenfalls nichts. Oh, sie haben ja mittlerweile die Akte weggelegt. Die ist nicht mehr bei der Franks Tussi da in der Ablage. Hey. Knight, come on in. Can I ask you? You're the Ich right. rede einfach mal mit ihm. Vielleicht gibt es ja wichtige Sachen, die ich mit ihm bereden kann. Ja, total. Ah. Do you know anything about veves? What? Veves. They're ritualistic patterns used in voodoo. You know, like those marks we found around the body. You know what the department says about that, Knight? That voodoo stuff is faked. Yeah, well, they're wrong. These veves... Look, just stop worrying about those marks. I don't think they're relevant. Have you ever heard of Damballa? You mean gumbo? No, I mean Damballa. Never heard of it. Klar, dass er nur ans Essen denkt dann direkt, ne? Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Say what? Ogun Badagri. It's a voodoo loa. Speak English or shut up, Knight. Sorry, didn't mean to confuse you. Guess I'll take that as a no. Sehr schön. Ich kann ja aber nicht um Kaffee bitten. Ach, verdammt, aber auch. Mit dem... In der Mikrowelle kann ich ja auch irgendwas machen. Kann ich da den Ton vielleicht reinlegen oder so? Gabriel, Nein, geht nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. that doesn't work. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich das mit der machen soll. Ich hoffe, dass der eine Hinweis noch offen ist. Ja, gut, dann kann ich nämlich den sehen. Lese die heutige Zeitung von der Voodoo-Vorlesung zu erfahren. Besuche Mosley beim Polizeirevier. Hole das WW vom Künstler ab. Zeige Professor Hartney das WW. Finde die Adresse von Dam. Verkleide dich als Priester und besuche Madame Xanoa. Ich soll mich als Priester verkleiden. Deswegen das schwarze Hemd. Well, I'll be seeing. Ach, Have ich a hätte good die one. Karte nutzen sollen. Ich soll mich als Priester verkleiden. Kann ich das im Beistuhl einfach machen? Wir schon mal gefragt haben. Ich gehe einfach mal sicherheitshalber in den Beistuhl. Ich dachte echt, ich müsste sie ausspionieren. Aber mit der Religion lag ich ja gar nicht mal so verkehrt, oder? So, dann zieh dich bitte um. Why leave that in the confessional? Du solltest es ja nicht im Beistuhl zurücklassen, du sollst es benutzen. Achso, du kannst gar nicht. Achso. Nee, dann geh mal zu dir nach Hause. Vielleicht ist das ja besser. Weil auf offener Straße möchte ich mich nicht unbedingt umziehen. Hey, Gray. Und wieder da und hey und da und wie habe ich mich gefreut. Bla, bli, blub. So, dann zieh das schwarze Hemd There's bitte no an. reason to wear. Okay, muss ich mich doch auf offener Straße umziehen? This black shirt won't get me into Madame Casino's by itself. I'll have to dress it up a little. Okay. Und wie? Upsa. Das war so nicht geplant. Upsa. Wollte ich nicht. Mit Haargel. Okay. Ja. This black shirt won't get me into... Aber da fehlt immer noch was. Ja, aber was? Ich kann ja nichts weiter damit kombinieren. Ach, was fehlt mir denn jetzt noch? Wo kriege ich da was her? Ja, an sich könnte ich mir die Haare zurückgehen quasi und ich bräuchte noch irgendwas Weißes, aber... Ah, warte mal. Ist der Typ da noch da oder ist er weg?
Aber wenn er weg ist, könnte er vielleicht irgendwas haben. Ich darf ja anscheinend jetzt rein. There is no one. Okay. The confession. Nein, du solltest eigentlich wieder rausgehen. Geh aber wieder raus. Ausgang, genau. Ah, ich kann da jetzt rein in den I've always Priesterbeistuhl. wondered how the... Ah. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas, was ich benutzen könnte, ne? Kasten. Guck dir There's mal a an. box under the shelf of the priest's confessional. Vielleicht ist da Inside irgendwas the Wichtiges. box, Gabriel Ah. finds a priest collar and some oil used for blessing. Ja, den Kragen nehmen wir direkt You mal never mit. know when a priest's collar will... Das Öl That auch. oil is for holy purposes, not the sort of thing Gabriel would want to use it for. Ja, ist ja in Ordnung. Wir haben es kapiert. Gabriel ist ein bisschen versaut und pervers und keine Ahnung, was noch alles. There's no reason. Ach so, ja, okay. Ich denke mir, ich habe da jetzt alles, wenn nicht, oh Gott. Ein ständiges Hin und Her. Aber so ist das, wenn man halt nicht an alles denkt, ne? Passiert mir sehr oft. All right, but this is private. Wie er jetzt aussieht. Genial. Yes? Who is it? Da. It's Father McLaughlin to see you. Father McLaughlin, you say? You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Please be seated, Father. Thank you. Now, what can I do for you? Es ist dezent religiös hier, ne? Alles sehr dezent religiös. Wie viel gibt es zu gucken? Okay, ich gehe mal alles so durch, ne? It's a painting of a pretty young lady in old-fashioned clothes. Madam in younger days? Good heavens, no, Father. The upholstered chair is less comfortable than it looks. A low wooden coffee table sits in front of the sofa. Oh, ein Schmuckkästchen und ein The Teeservice. tea service has been polished recently. Madame uses it with her Creole sisters, perhaps. If Madame wants to serve tea, she'll do the pouring. Achso, irgendwie gedacht, da wäre... There's an die old-fashioned Bonbons noch jewelry box angucken. on the coffee table. Father McLaughlin would never steal from one of his flock. So, okay. The sofa is velvet, and it is wearing nearly as much of Madame Casano's face powder as Madame is herself. Ich finde, das ist so ein schönes Bild, wie er sie anguckt eigentlich, weil er sich ja umsieht und sie eigentlich nur darauf wartet, dass er mit ihr It looks redet. a little large to carry around. The painting behind the couch is a Madonna and Child. Madame's parlor is full of carefully dusted and polished relics of her past. Das sind doch nur 2 Bilder. It's a large antique cabinet. It's probably worth something. Madame would think Father McLaughlin was suspiciously snoopy if Gabriel did that. Quatsch. Seit wann wäre das seltsam? The plant looks healthy, despite Gabriel's vague impression that Castro makes great use of it. So, okay. Lampe, Kerzen, Dings. Und sonst haben wir nur Castro. Okay. Ist nicht mehr An viel. old table lamp with a fringe shade gives off what little light there is in the parlor. Madame finds comfort in these iconic images, it seems. Madame seems to like candles. Gabriel wonders if these too are specialties of Mr. Walker's shop. Castro, cute as a flea on a piece of fruit. Sehr, sehr nette Bezeichnung. Nice doggy. Good Castro. Okay,
Okay, dann fangen wir mal an, mit ihr zu reden. Also erstmal angucken, natürlich versuchen, ob wir sie irgendwie manipulieren oder anfassen können. Ist ja Madame klar, ne? Casino looks fragile and pale under a thick layer of face powder. If Gabriel's not mistaken, she's a sly shot of a loaf. Gabriel's impersonating a priest. Madame Casino would not appreciate that. Warum nicht? Ich verstehe das Do Ganze you gar mind nicht. if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. So, dann... das sieht so herrlich dämlich aus. What can you tell me about voodoo? People think I'm just a foolish old woman, but I know the things they do. My family's been in New Orleans since 1750, so I know more than most. Voodoo people are all over the city, in the shops, everywhere. They'll curse you like that, and most people don't even notice. Spit on your bread at the bakery. Take strands of your hair at the store when you try on clothes. Oh, you have to be so careful. But I know their ways, so I can protect myself. I know how to use the magic too, and I can counteract their evil spells. Tell me more about voodoo in New Orleans. It's just plain evil. It's dangerous to even discuss it. What do you know about the voodoo murders? Voodoo murders? Ha! They are nothing new to me, Father. They happen all the time. I hardly go out anymore. It's too dangerous in the streets. They can get you anywhere, you know. Even here, in this room. But I try not to let them know about me. That's the best way. Okay. Ja, wir werden aber nicht alles schaffen hier in dieser Folge. Ich werde noch Voodoo-Morde ausfragen und dann vermutlich auch schon einen Schnitt setzen. What else do you know about the voodoo murders? Shh! They'll hear you. Okay, ich kann noch ein bisschen mehr fragen. What can you tell me about New Orleans? The only true New Orleans are of French origin, you know? My family were among the original settlers of New Orleans. They came here from France. The Creole society used to be so gay in New Orleans. Now it barely hangs on by its fingernails. Okay, eine Sache frage ich jetzt noch. Do you know anything about snakes? Snakes, they're evil creatures. Did you know that evil people can send them into your dreams? They can. That's why I never sleep. Right, thanks. Okay, ja, ich könnte noch weiter über Schlangen fragen, aber ich mache einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Tal.